Alright, Design und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti und dem Thema Festungspartnerschaft. Ja, vor einiger Zeit in einem Gildenchat hat mal einer geschrieben, Festungspartnerschaft ist die Suche nach dem richtigen Match, so wie auf Lovoo oder Tinder. Und tatsächlich ist es gar nicht so falsch. Ich habe bereits 2 Videos zu der Festung gemacht, einmal was Allgemeines, dann nochmal speziell auf die Teilschutztaktik auch bezogen. Und diese Videos sind nach wie vor korrekt und richtig. Das Thema Festungspartnerschaft habe ich dort aber maximal nur erwähnt, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so die Erfahrung mit diesem Thema hatte. Und mittlerweile nach den ganzen Servern, die wir jetzt hier gespielt haben, finde ich, ist es schon ein wichtiges Thema, denn es ist für Free-to-Play-Spieler sinnvoll, vor allen Dingen aber auch für Pay-to-Win-Spieler. Und wo sich die Vorteile dann nochmal erschließen, das sage ich euch an entsprechender Stelle. Festungspartnerschaft bedeutet, ihr findet einen Spieler in einer Festungsehrenhalle, den ihr angreifen könnt, beziehungsweise wenn ihr auf Festung auf Angreifen geht, den ihr wie hier jetzt angreifen könnt und der euch im Gegenzug auch angreifen kann. Damit ihr diesen Spieler findet, darf er nicht in eurer Gilde sein. Bestenfalls macht man also das mit Spielern aus anderen Gilden. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dazu kommen wir gleich noch. Den greift ihr an. Dann hat derjenige eigentlich dann euren Angriff bei sich in der Post und dann könntet ihr ihn dann entsprechenderweise gegen angreifen. Und das immer wieder. Also so häufig im Prinzip, dass eure ganzen Soldaten darauf ausgelegt sind, im besten Falle den gegnerischen Spieler, den ihr als Festungspartner habt, auch immer wieder anzugreifen. Und was ist der Hintergrund dessen? Der Hintergrund dessen ist, dass dieser Festungspartner, den ihr euch dort sucht, im besten Fall natürlich pro Angriff ganz viele Ressourcen abgibt. Auf dem Speed-Server ist es jetzt nicht so das Thema, da haben viele ihre Gebäude ausgebaut, aber wenn man einfach nur immer über die Suche hier geht, findet man ja dann doch viele Spieler, die man halt nicht angreifen kann, wo man Soldaten opfern muss oder die halt nicht viele Ressourcen haben pro Angriff. Und das bedeutet, das Ziel oder der Hintergrund der Festungspartnerschaft ist, so viele Ressourcen wie möglich zu bekommen und das halt für beide Spieler. Das für beide Spieler. Wie funktioniert das? Als erstes, ihr könnt es euch raten, müsst ihr den Spieler natürlich erstmal finden. Und dazu ist es recht wichtig, dass beide Spieler, also man steht dann eigentlich im direkten Kontakt, im besten Falle vielleicht über Discord oder so, dass beide Spieler die gleiche Festungsstufe haben und dass beide Spieler nach Möglichkeit Steinbruch und Holzfällerhütte sehr, sehr weit ausgebaut haben. Denn wie viel Ressourcen man pro Angriff bekommt, richtet sich danach bei gleicher Festungsstufe. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Holzfällerhütte geht, ich hätte jetzt einen Festungspartner, der auch Stufe 12 ist von der Festung, würde er 3400 Holz bekommen. Also immer das, was nach dem Ausbau pro Stunde generiert werden würde, ist der Gewinn pro Angriff. Und bei dem Steinbruch wären es sogar 3700 Steine. Für einen normalen Server wäre das so, dass ich dann schon auch die Holzfällerhütte auf 9 bauen sollte, damit dann derjenige halt viele Ressourcen pro Angriff bekommt, aber ich entsprechenderweise auch, wenn ich ihn angreife. Das ist das Ziel. Und um das zu schaffen, muss man den natürlich finden und oft genug angreifen können. Und das ist der Part jetzt, wo erstens Free-to-Play-Spieler es schwieriger haben können oder wo es länger dauert, denn man hat ja die Chance, Gegner zu suchen. Ja, sie sollten unbedingt eine Range von 100 bis 150 Ehrenhalteplätze sein, denn dann kann man den Spieler finden, aber man muss vielleicht häufig Gegner wechseln. Ja, und Gegner wechseln, hier ist zum Beispiel jetzt schon vorgegriffen das Beispiel, Gegner wechseln kostet halt Gold. Und Free-to-Play-Spieler haben natürlich in der Regel nicht so viel Gold, um immer wieder so lange zu suchen, bis man den Spieler findet. Das heißt, eine Festungspartnerschaft beginnt am besten mit einem Spieler, der einen anderen sucht, immer wieder sucht und wenn er ihn gefunden hat, angreift. Jetzt kann man sagen, man hat jetzt 18 Soldaten, vielleicht fängt man erstmal an, dass man 9-mal sucht, also bis man ihn 9-mal angegriffen hat. Der andere Spieler muss dann aber alle Angriffe speichern, damit er dann Gegenangriffe machen kann. Ja, und wenn man sagt, okay, nach den 9 Malen kann man dann 9-mal Gegenangriffe machen und dann muss Spieler B ebenfalls 9-mal den Spieler suchen, der ihn angegriffen hat. Und hat dann halt quasi die Chance,
auf 18 zu kommen, ne, bei 18 Soldaten. Ne? Wenn man 9-mal selber angegriffen hat und 9 Gegenangriffe hat, kann man dann die 9 Gegenangriffe noch hinterher ballern und dann muss Spieler A halt im Prinzip 18 Angriffe speichern und dann hat er das Optimum seiner Angriffe da und dann kann man können Spieler A und B sich, je nachdem wie lange es dauert, die Soldaten auszubilden, sich alle 3 Stunden gefühlt treffen. Spieler A macht dann 18 Gegenangriffe auf Spieler B und Spieler B macht ebenfalls 18 Gegenangriffe auf Spieler A. Spieler A speichert sich wieder die Gegenangriffe und dann kann man das alle paar Stunden wiederholen. Und wenn man halt solche Spieler hat, wie eben den, ich habe es mir gespeichert, der ist ja weg, Speedtourer zum Beispiel, ne, die halt richtig fett Ressourcen reinballern, dann kriegt halt Spieler A pro Angriff so viele Ressourcen und auch Spieler B pro Angriff so viele Ressourcen, dass man halt alles ausbauen kann hintereinander. Und das ist halt der nächste Vorteil für Pay-to-Win-Spieler, die halt auch die Festung skippen. Die haben genügend Ressourcen, um die Festung zu starten, wieder Festung auszubauen, Edelsteine auszubauen, Ritterhalle auszubauen und dann immer wieder so viele Ressourcen zu bekommen. Wenn ich jetzt pro Angriff rechnen würde, 30.000 Steine, 90.000 Holz bei 18 Angriffen, also das ist atemberaubend. Festungsstufe 15 kann man damit locker ballern und dann irgendwann kann man ja auch wieder den Steinbruch und Holzfällerhütte ausbauen. Das ist das Ziel der Festungspartnerschaft und das heißt, Free-to-Play-Spieler können das auch machen, aber bei Free-to-Play-Spielern muss man sich sehr viel Zeit nehmen. Das heißt, man muss einfach ganz normal Festung spielen und wenn man einen Spieler gefunden hat, dann sollte man sich diesen Angriff speichern, bis man vielleicht auch von diesem Spieler in der Festungspost, also vielleicht 5 bis 10 Gegenangriffe hat und dann kann man sich mit dem Spieler genauso austauschen und die Gegenangriffe hin und her ballern, um eben Ressourcen zu farmen. Aber das lohnt sich dann auch nur, wenn man halt auch Ressourcen ausgeben kann. Das heißt, Festungspartnerschaft in der Regel für Pilzer relevanter als für Free-to-Play-Spieler, aber das heißt nicht, dass Free-to-Play-Spieler dieses Feature auch nicht nutzen können. Und manchmal gibt es sogar Leute, die fangen in der gleichen Gilde an und dann sieht man irgendwie für 10 Minuten, dass ein Spieler plötzlich gildenlos ist. Ja, wenn ihr das seht, dann könnt ihr ahnen, dass er wahrscheinlich Festungspartner mit einem anderen Spieler seiner Gilde ist und sie gerade eben versuchen, sich ihre Angriffe gegenseitig reinzufarmen. Und das ist schon im Prinzip alles, was zu der Festungspartnerschaft gehört. Also nochmal, gleiche Festungsstufe oder immer parallel zumindest auch ausbauen. Man steht also häufig eigentlich im Kontakt, die Minen sehr hoch ausbauen und die Angriffe aufeinander abstimmen und das im besten Falle vielleicht auch geteilt, damit die Kosten zumindest für beide Spieler ähnlich hoch sind. Aber wenn man das einmal hat und immer wieder dann nur über Gegenangriffe geht, dann ballert es Ressourcen noch und nöcher. Dann braucht man noch nicht mal zwingenderweise das Glücksrad oder sowas, um Holz und Steine zu farmen. Also das ist schon wirklich sehr, 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 sehr viel wert, wenn man es richtig ausspielen will und ausspielen kann. Aber das sind jetzt nicht nur Hardcore-Pilzer, sondern auch normale Pilzer, die das nutzen können, die halt trotzdem vielleicht mal, also ich skippe manchmal so die letzten 10 Stunden oder sowas bei manchen Gebäuden. Na, das ist natürlich nicht Hardcore. Wenn ich jetzt 3 Tage skippen würde, ist es ja teurer. Aber wenn ich nur 10 Stunden skippe, kostet das, weiß ich nicht, 60 Pilze oder sowas. Das ist dann noch moderat. Ja? Ich denke, ich habe nichts vergessen zu diesem Thema. Aber so solltet ihr auf jeden Fall im Bilde sein, was Festungspartnerschaft bedeutet. Ansonsten, ja, war ich jetzt ein bisschen krank. Deshalb habe ich auch auf 2 Servern was gar nicht gespielt. Am Speed-Server habe ich auch wieder einen Tag ausgelassen, weil ich einfach nur eingepennt bin. Aber da kommt jetzt Black Friday. Und dann muss sich jeder überlegen, wie er da nochmal ein bisschen was investieren will. Ne? Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Dann würde ich erstmal sagen, haut rein, macht da Tschüss und Servus, euer Basti.